Dein nächstes Audit ist schon in Sicht, dann hör jetzt am besten gut zu. Denn ab 2025 gelten bei Audits neue Regeln und die betreffen deine Kennzahl. Viele machen hier noch so ziemlich viel falsch und kassieren deshalb Abweichungen. Ich zeige dir heute, was du jetzt liefern musst. Konkret, praxisnah und ohne Fachblabla. Früher reichte oft eine einfache Excel-Liste mit ein paar Zahlen drauf. Gott sei Dank jetzt vorbei. Auditoren prüfen ab sofort verpflichtend 3 Punkte bei jeder Kennzahl. Erstens den Zielwert, zweitens den Ist-Wert und drittens den Trend, also ob der positiv, gleichbleibend oder negativ ist. Das bedeutet jetzt für dich, du brauchst nicht nur Zahlen, sondern auch eine Auswertung. Du musst sie in Zusammenhang mit deinen Qualitätszielen, wenn wir über die ISO 9001 reden, bringen. Die Devise lautet also Kennzahl plus Ziel plus Richtung, sonst gibt es einfach Fragen. Und bei negativen Trends sogar sehr kritische Fragen. Ein häufiger Fehler, der hier stattfindet, die Zahlen passen nicht zu den Zielen. Beispielgefällig, du hast ein Ziel, die Fehlerquote zu senken. Dann reicht es einfach nicht aus, die Anzahl von Reklamationen zu nehmen. Du musst zeigen, welcher Zielwert angestrebt wurde, was tatsächlich auch erreicht wurde und ob sich dieser im Trend verbessert oder verschlechtert hat. Und vor allem, warum das Ganze so passiert. Achtung, du brauchst mindestens 3 solche Kennzahlen pro Norm. Also 3 für die ISO 9001. Und wenn du zum Beispiel auch die ISO 14001 hast, dann nochmal zusätzlich 3 für die Umwelt. Der heikle Teil ist, was, wenn der Trend negativ ist? Dann musst du es begründen, und zwar stichhaltig. War halt ein schlechtes Jahr, zählt nicht. Zeig zum Beispiel auf, wurde das Ziel zu ambitioniert gesetzt? Gab es externe Einflüsse? Wurde eine Maßnahme eingeleitet? Wenn du das sauber aufbereitest, zeigst du dem Auditor, du steuerst aktiv, auch bei Problemen. Und genau das wird positiv bewertet werden. Was kannst du also jetzt konkret tun? Geh deine bestehenden Ziele und Kennzahlen durch. Vieles wird schon da sein. Nutze vorhandene Zahlen, wenn sie zum Ziel passen und die Trendangabe möglich ist. Ergänze nur dort, wo etwas wirklich fehlt, zum Beispiel der Zielwert oder eine klare Richtung. Dokumentiere regelmäßig deine Soll- und deine Ist-Werte sowie den Trend. Und bereite für jede Kennzahl eine kurze Begründung vor. Vor allem, wenn es nicht ganz so rund läuft. Hier ein Tipp, mach dir eine einfache Vorlage, zum Beispiel als Tabelle oder PDF. Wichtig ist, dass du es im Audit schnell vorzeigen kannst. Kennzahlen sind kein Selbstzweck. Sie zeigen, ob du dein Managementsystem im Griff hast. Genau das wollen Auditoren sehen. Systematik statt Zufall. Wenn du deine Zahlen sauber dokumentierst und verstehst, bist du auf der sicheren Seite. Lass gern einen Kommentar da, wenn du Hilfe bei der Auswahl deiner Kennzahlen brauchst. Und abonniere den Kanal, wenn du regelmäßig Klartext für deine ISO-Praxis willst. Bis zum nächsten Video.